interest who is aware of an imminent terrorist attack on German soldiers or who may even be in a leading position to help carry out the attack. On the basis of position data from his mobile phone, the target person, his current whereabouts have been discovered, and the task is now to arrest this person. The vehicle in which he's traveling has been detected by a drone. Das Fahrzeug mit der Zielperson fährt nun von links nach rechts in der Richtung der dargestellten Ortschaft. This vehicle is moving from left to right towards the small town represented by the container. Der Führungshubschrauber setzt sich jetzt direkt vor das Fahrzeug und blockiert die Weiterfahrt. Um jeglichen Fluchtversuch zu unterbinden, wird aus diesem Hubschrauber das Fahrzeug mit einem gezielten Schuss in den Motorraum gestoppt. Sollten die Gewehr aus dem Fahrzeug heraus erfolgen, wird auch diese durch den Sicherungsschützen rigoros unterbunden. Command helicopter sits directly in front of the vehicle to block its travel, and to prevent any attempted escape, the vehicle is stopped from this helicopter or the target is shot into its engine compartment. Das Umfeld der Zugriffsaktion wird ständig durch die aufgestiegenen Kampfhubschrauber Tiger überwacht. Aus den angelandeten LUHs militärischen Sprachgebrauch sitzen sie ab und führen die Festnahme der Zielperson durch. The area around the action is constantly monitored by 2 Tiger helicopters. And as you can see, 3 light utility helicopters, LUHs, landed. The command soldiers got out and carried out the arrest of the person inside the vehicle. Durch den Führungshubschrauber werden weitere Sicherungssoldaten auf dem Hausdach abgesetzt. Das geschieht durch Fast Groping. Dieses kann auf bis zu 25 Metern Höhe erfolgen. While the troops around the vehicle are getting any other intelligence information out of it, der Quick Reaction Force, im folgenden QRF genannt, abgerufen. Since there was a person injured during the arrest, a medical evacuation team, known as a medevac team, was requested via radio to evacuate the injured. At the same time, the reaction forces of the reaction force, named the QRF, were also joined in. Die QRF-Kräfte landen vor und hinter dem Einsatzgebiet und sie vergessen an allen Seiten ab. Die Medevac-Maschine landet direkt zwischen den Sicherungskräften und die Aufnahme des Verwundeten wird durchgeführt. QRF forces land in front and behind the suspect vehicle and secure the area on all sides. The air medevac aircraft lands directly between the security forces and the casualty is taken on board. Um im Umkreis des Landeplatzes und im Anflug so wenig Angriffsmöglichkeiten wie möglich zu geben, wurde der Anflug sehr schnell durchgeführt. Dies ist ein spezielles taktisches Manöver und fordert die Besatzungen in besonderem Maß, um punktgenau möglichst nah an den wartenden Soldaten landen zu können. The approach, as you saw, was carried out very quickly in order to give as few opportunities for counterattack as possible within the vicinity of the landing site. This is a special tactical maneuver and requires the crews to land as close as possible to the waiting soldiers. Die QRF-Kräfte wurden abgesetzt und die beiden Hubschrauber, die CH-53 und die NH-90, fliegen sofort nach dem Absetzen wieder die Hubschrauber wieder ab. Ein Kampfhubschrauber Tiger begleitet den Medevac-Hubschrauber als Geleitschutz. Der zweite Kampfhubschrauber verbleibt am Einsatzort. After the injured person has been taken on board, the medevac helicopter departs, escorted by one of the Tiger helicopters, while the second attack helicopter remains on overwatch to make sure that there are no enemy forces in the area. Zu Beginn der Aktion und die Spezialkräfte steigen direkt in den Hubschrauber ein. Dieses erfordert höchstes Training, höchste Konzentration. And as you can see, the aircraft now able to hover right on top of the container
and the Special Operations Forces soldiers get straight into it. Wenn Sie nun nach links Richtung Osten schauen, sehen Sie die nun wieder einfliegenden Hubschrauber zur Aufnahme aller Kräfte. Now, if you look to your left, the Tiger confirmed there is no danger from attacking forces. So the Und der fliegende Hubschrauber CH-53 nehmen die Quick Reaction Forces auf. Die 3 LOHs in der Mitte werden die Zielperson und die KSK-Kräfte aufnehmen. The NH-90 and the CH-53 are going to recover the Quick Reaction Forces. The 3 elevators in the middle will recover Special Operations Forces they deployed earlier along with the arrested person. Durchgeführt und muss alles sehr schnell vonstatten gehen. Because of the danger of an attack, this manoeuvre has to be carried out very quickly indeed. Sobald ein Hubschrauber voll besetzt ist, hebt dieser auch ab und verlegt wieder zurück zu der Area, aus der sie gestartet sind. As you can see, all the troops have been recovered by the helicopters. They lift off the weapons, staying at low level. All the while, the Tiger maintaining an overwatch above them. Als letztes verlassen der Führungshubschrauber LOH und der die ganze Zeit in der Überwachung fliegende Tiger-Hubschrauber den Platz. Roles have already been illustrated with the I-4 in Sarajevo, the ISAF in Kabul, and the K-4 in Pristina. Missions which have set the basis for the future of this kind of mission, along with the latest equipment to enter service. Da nicht sichergestellt werden kann, dass sich im Umkreis des Flugplatzes keine bewaffneten Feindkräfte befinden, wird der Anflug und auch später der Abflug sehr schnell und die Landung sehr steil durchgeführt werden. Dies ist ein selten zu sehendes Schauspiel und jedes Mal wird zur Sicherung von Luftfahrzeugen eingesetzt. Jedes Team besteht grundsätzlich aus 5 Soldaten, kann aber missionsabhängig auch verstärkt werden. Well, after the Transall lands, rather steeply as you can see, the first people to leave the aircraft will be the Air Mobile Protection Team. For the last 2 years, these teams have been deployed by the Air Force for object protection to secure aircraft. Each team basically consists of 5 soldiers that can also be strengthened depending on the mission. Sie bitte die erstaunlich kurze Landestrecke, die die Transall aus diesem Anflug heraus benötigt hat. As you can see, a very short landing by the Transall. Capability that makes it very useful for landing on unprepared strips or landing areas that are not necessarily airfields. Der Auftrag der AMTP-Teams lautet, Luftfahrzeuge, ihre Besatzung bzw. Passagiere und die Ladung der Luftfahrzeuge in einem Umfeld, in dem die Sicherheit Previous location, able to land because the AMPT team has secured the airfield and they will land directly behind the transport aircraft, while the Tiger attack helicopters, with their superb overhead sensors, also monitor this action and ensure that no one can ambush the teams. Als erstes landen die 4 Light Utility Helicopters H145M und aus diesen werden die Zielpersonen und die Spezialkräfte in die Transall verlegt. Well, the LUHs, which are Airbus H145M helicopters, have landed. Können bis zu 91 Personen sitzen oder 40 Personen liegen Platz. Und bis zu 2 Intensivpatienten können mit der entsprechenden Ausrüstung transportiert werden.
see me right out of the sunset on your color TV screen. I'm for all that I can get, if you know what I mean. Women to the left of me, to the right. Ain't got no gun, ain't got no knife. Don't you start no fight, 'cause I'm TNT, I'm dynamite. And I will not fight. Right to left, Patrulla Aguila, flying in delta formation. Let them applause for them, Patrulla Aguila. Leading the formation, Aguila 1 is flown by Major Perez in his 4th year as team leader. Major Perez is a highly experienced pilot with over 4,500 flight hours, having flown with the Patrulla in previous season as Aguila 3 as well as Aguila 5. On the display, information with the team leader. On his right wing, in her 2nd season, Aguila 2 is flown by Capitan Malea, an F-18 pilot. The experience of 1,300 flight hours. Capitan Malea is the first female pilot member of the national team. A strong applause for Capitan Malea. Aguila 3 on the left wing is flown by Major Zambrano, a fighter pilot. In his 3rd year with the Patrulla Aguila. More than 2,500 flying. Piloting Aguila 4 in the slot position is Capitan Ibanez, another F-18 pilot. The final spinning race is up to 1,200 flying hours. This 4 aircraft make up the formation known as the Diamond. Flying Aguila 5 in the solo position, Major Marine. Mirage 1 pilot with 3,000 flight hours. Will push the Casa 101 aircraft to its performance structural limits. And running out the Patrulla respectively in the positions Aguila 6 and 7, Captains Martin and Valderas, both F-18 pilot. Constitute the synchro pair. They both have respectively 2,500 hours and 2,000 hours. Superb coordination and extensive training are required to perform their precise maneuvers. Let them applause again in pocket formation to the Patrulla Aguila. Again from left to right, Patrulla Aguila in pocket formation. Applause. A spectacular photo of our national team in the formation. Leading the formation, like I said, Major Perez. Will now perform a barrel roll in narrow formation.
goes into Hornet formation, and following the previous maneuver, the leader goes for a clover lift. It begins like a 9 maneuver, but with the aircraft with 45 degrees nose up. The formation starts at 19 turn, resulting in this fascinating maneuver. The Cobra maneuver, a modified version of cover lift. The white smoke uses maybe a smoke generating system installed on each aircraft. The system injects fuel directly into the aircraft's south stream, which is thermal vaporized, producing white contrails. Now you can see the 7 aircraft approaching in Aguila formation for a flyby. Let's be ready to give them a huge applause for Patrulla Aguila. Please, a strong applause for our national team, Patrulla Aguila. Flying at more than 300 knots in close formation, it's our course crew. We're flying away from South Central Europe, change again to Delta formation, Aguila 6 and 7. Friends out on shade me, but who you calling up when you get lonely? When you get lonely, A strong applause for our national team. A spectacular maneuver is a course cue. You can see a figure, Lotem, applause for them, Patrulla Aguila. We will be ready. Because approximately in 10 seconds we'll listen the boys on Major Pet dieting this spectacular break. It's a turn of our diamond for our cross. Passing once again the diamond. Then Patrulla Aguila. Again from right to left. Patrulla Aguila is flying double twister. Aguila 1, 2, 3, and 4. With several alternative rolls around the two aircraft. Roll them, applause for Das Bahar. Maneuver the pilot slowly turns the aircraft around its horizontal axis, skillfully acting the flight control to maintain the desired altitude. Loud them applause for them solo Major Marin.
Captain García Malea, Major Zambrano, and Captain Ibanez from the Diamond Maneuvers. In war formation, our Diamond. This spectacular raid. Because following the diamond raid, the solo reveals in order to join the maneuver with a corresponding pull into the vertical. Aguila 6, Capitan Marin. Aguila 7, Capitan Valdera. Get your camera ready and try it. During this maneuver, pilot coordination is extremely important to maintain symmetry between each aircraft. Now we can see 3 aircraft. Had a problem and is maintaining the altitude, but our 3 planes are completing this spectacular barrel roll with a 9 maneuver. Now he's getting a tattoo. Australian centrifugal forces make it necessary for the last aircraft in trial to use the normally thrust available to maintain the position formations with 3 and 2 aircraft each in order to perform an opposing pass in pocket formation. Don't lose sight of them as they pass, and prepare your cameras to immortalize this spectacular image. We'll be ready. Your camera in 3, 2, 1. Major Marina Village F1 pilot with 3,000 flight hours will push the Casa 101 aircraft to its performance and structural limits. Major Marino is completing the Cobra maneuver. Bang, bang, bang. How, 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 how. How, 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 how. Initiating 9 maneuver. And now, direct his aircraft to cross with the 5 planes in the Champa Pass. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. We'll be ready. 3, 2, 1, Bang, bang. go! I love the way you walk. I love the way you talk. After the cross, the 5 aircraft will perform a 9 maneuver, followed by a low passing champa formation. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Maintaining the altitude, the position. Shift your left down. A strong applause for our national team. Remember, 5 planes, Aguila 1, Major President, Aguila 2, Capitan Malea, first female in our national team. Aguila 3, pioneers of aviation. The Plus Ultra formation
Aguila flying inverted immediately over Aguila 7. Showing us reflection of the two aircraft. The teams will pass by Show Center once again. Patrulla Aguila is composed of a commanding officer, 7 display pilots, 2 spare pilots, a speaker and public relation officer, and a group of maintenance personnel. A strong applause for our national team, the Spanish flag. The work done by the technician is essential. A big round of applause for them also. Get ready your cameras. Maybe we don't, maybe we don't, maybe we will. Baby, just tell me. Feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Ja, wie wir den größten Und wenn Sie jetzt mal ein bisschen der Vorführung zuschauen, ist ganz besonders die Plattform der Gripen, also die Silhouette mit diesen großen Kanarvorflügeln, das ist ganz besonders und einzigartig und typisch für dieses Flugzeug. Well, in keeping with its predecessor, the Viggen, as you'll see, a very familiar silhouette with the Canar foreplanes. My mother used to call this aircraft the Flying Christmas Tree because of that. messen zu lassen, aber das ist wahr. Was Tim hier sagt, seine Mutter hat das Flugzeug als fliegenden Weihnachtsbaum bezeichnet und die Silhouette erinnert wirklich an was daran. RM12 mit 80,54 Kilonewton Schub. Damit erreicht die Gripen eine Geschwindigkeit von Mach 2 plus, das sind über 2100 Stundenkilometer und eine Dienstgipfelhöhe von 15.200 Meter, also 50.000 Fuß. Gripen, powered by a single Volvo Aero RM12 engine, producing 80.54 kilonewtons, gives the Gripen a maximum speed of in excess of Mach 2, 2,130 kilometers an hour, and makes it capable of reaching an altitude of 50,000 feet.
Flugzeug ist als Einsitzer und als Doppelsitzer verfügbar und ist logischerweise, da es aus Schweden kommt, für den harten Wintereinsatz auch von Behelfspisten, Autobahnen und unbefestigten Straßen ausgelegt. Gripen, as we said, multi-role combat aircraft, also available in a two-seat trainer variant, capable of operating. Wir haben unseren nächsten Programmpunkt in der... It's a wonderful thing to see. There are so many enthusiasts around the world who restore and fly these beautiful machines privately owned. Die JAG-3 hatte ein maximales Startgewicht von 2,7 Tonnen ungefähr, flog maximal 655 km/h schnell und erreichte eine Flughöhe von 10.700 Metern. Sie war nicht der erste Jäger von Jakovlev und war ziemlich gut im Luftkampf. Es gab zum Beispiel Ende 1944 eine Mitteilung des Oberkommandos der Luftwaffe, dass man gegen die JAG-3 unter 5.000 Meter möglichst keinen Luftkampf machen sollte. The JAG-3, very powerful, very fast aircraft. Quite a heavy one, 2.6 tons. Maximum speed of 655 kilometers an hour, so fast, particularly low down. Capable of reaching altitude and operating up to 35,000 feet and 10,700 meters and a range of 900 kilometers, making it a very useful battlefield aircraft. Unser wiederhergestelltes Modell hat nicht das Originaltriebwerk. Als Originaltriebwerk in der JAG-3 kam ein 12-Zylinder-V-Motor von Nikulin zum Einsatz. Hier ist jetzt ein Sternmotor eingebaut. Damit sieht das Flugzeug etwas ähnlicher dem Flugzeug, das nach dem Zweiten Weltkrieg auf Basis dieses Flugzeuges als JAG-11 gebaut worden ist und auch zum Beispiel in der ehemaligen DDR mit 108 Exemplaren als JAG-11 als fortgeschrittenen Trainer und leichtes Jagdflugzeug zum Einsatz kam. Well, the original JAG-3, of course, powered by V12 on a Klimov range of engines. This aircraft been re-engined with a radial. It's interesting that Jak actually produced a two-seat trainer version of this aircraft, which indeed did have the radial engine. Da gibt ein Flugzeug, das original aus Australien stammt. Die Commodore CA-12 Boomerang ist das. Well, Gary airborne now, alongside his colleague. A very rare aeroplane indeed. In fact, I've never seen one of these before. From Commonwealth Aircraft Corporation of Australia, the CA-12 Boomerang. Ja, und sie machen jetzt hier ein bisschen Luftkampf. Immer wenn der Rick van der Graaf, den Piloten in der Boomerang, das ist Remco 7, auch aus den Niederlanden, angreift und vermeintlich trifft, schaltet der Remco 7 den Rauchentwickler ein und tut dann so, als hätten ihn die Geschosse aus der JAG-3 getroffen. Two very enthusiastic pilots in these aircraft today, in the JAG-3, Rick van der Graaf. Remco 7 flying the Boomerang for us.
Remco 7 ist am D-Day am 6. Juli 1944 geboren und interessiert sich für alle alte Militärtechniker. Das mit Fahrzeugen angefangen, dann mit Flugzeugen weitergemacht und fliegt jetzt seit 32 Jahren. Seine Boomerang ist die einzige dieser Konstruktionen, die es in Europa gibt. Das Flugzeug wurde 1942 in Australien entwickelt, während des Zweiten Weltkrieges erst, als klar war, dass auch Australien eine Luftverteidigung gegen die Japaner braucht. Und ziemlich schnell wurde dieses Flugzeug zum Flug gebracht. 42 Jungfernflug, 43 hat die australische Luftwaffe die ersten Serienflugzeuge erhalten. Oh, fascinating airplane this, being flown by a fascinating man, born on D-Day. Eigentlich ein Deutscher, der auch erst bei Henkel gearbeitet hat, dann bei den Japanern, bei Mitsubishi, dann nach Australien kam und dort interniert war als Ausländer. Aber die Australier wollten ein Flugzeug bauen und haben sich diesen Entwickler von Jagdflugzeugen gepackt und der hat dann dort dieses Jagdflugzeug CH-13 Commonwealth, die Boomerang, entwickelt. Sternmotor mit 1200 PS. Das machte das Flugzeug aber nicht unbedingt sehr schnell. Jedoch die Aerodynamik der Tragflächen erlaubten dem Flugzeug eine sehr gute Manövrierfähigkeit und auch die Bewaffnung war sehr gut. 4 7,7 mm Browning MGs und 2 20 mm Maschinenkanonen schweizerischer Bauart Hispano-Switzer waren eine furchtbare Kampfkraft für die damalige Zeit. Now the interesting thing is, Australia was cut off by the Japanese, so it was very difficult to get supplies to Australia. So they had to use what they had. Now, they were building the Harvard, the T6 trainer under license, and so a great many parts of the Boomerang were actually modified from Harvard parts. And they were also building the Bristol Beaufort torpedo bomber under license, which was powered by the twin Wasp. So consequently, they took the engines out of the Beaufort and bits of the Harvard airframe and put them together and got a fighter. Australien war da in der Zeit des Zweiten Weltkrieges ja von den Japanern blockiert. Es war also sehr schwer für Australien Bauelemente, Bauteile für ihre Luftfahrtindustrie zu bekommen. Aber sie hatten die Harvard T6 Texan und sie haben unter Lizenz den britischen Bomber Beaufort gebaut. Und aus beiden Sachen, dem Triebwerk der Beaufort und der Zelle der T6, haben sie die Boomerang entwickelt. A bomber aircraft would leave the area. So they got very few successes as a fighter. But because of its heavy armament and the fact that it was very strong and very manoeuvrable, as you're seeing here, it's incredible turning radius, I do beg your pardon. It meant that it made an excellent ground attack aircraft, and it was often found strafing Japanese forces in support of the Australian Army. Das Flugzeug hat als Jagdflugzeug nicht unbedingt viele Erfolge errungen, aber als aircraft, because obviously noise pollution, particularly near airports, is a major problem these days, and this aircraft deals with that very effectively. Ja, und die A350 XWB-Familie ist eine völlig neue Reihe von Langstreckenflugzeugen mittlerer Passagierkapazität und das jüngste Mitglied der führenden Familie von Airbus Großraumflugzeugen. As we were saying, the latest addition to the Airbus family, designed from the outset as a long-range mid-size passenger jet. Die von Grund auf neu entwickelte A350 XWB ist die modernste und effizienteste Flugzeugfamilie der Welt. Sie bietet Langstreckenreichweite, überragende Betriebseffizienz und exklusiven Passagierkomfort. From the ground up, the aircraft was designed as the most modern and efficient of the passenger airliners in the world. Designed with very long range, but with enormous fuel efficiency and exclusive passenger comfort. Dieses völlig neue und effiziente Design der A350 XWB umfasst modernste und einzigartige Technologien zur Leistungsoptimierung. Die A350 XWB bietet eine um 25% höhere Treibstoffeffizienz und um 25% niedrigere Sitzmeilenkosten
im Vergleich zur Vorgängergeneration der Konkurrenz. Aircraft takes advantage of all the modern technologies, both in materials and electronics. One of the most modern and technologically advanced airliners in the world today, in fact. 25% more fuel efficient than previous models in the family, with a 25% reduction in the seat per mile cost. Ja, und dadurch liegen natürlich auch die CO2-Emissionen deutlich, nämlich um ungefähr 25% niedriger, was die A350 XWB wirklich zu einem sehr umweltfreundlichen Flugzeug macht. And most importantly, in these days of environmental concerns, this aircraft produces 25% less CO2, making it one of the most environmentally friendly aircraft in the world as well. 50, of course, concurrent with the new 787 and the older 777 from Boeing. It's more efficient than both. Und diese Effizienz und diese Vorteile haben natürlich ihre Auswirkungen auf die Bestellung. Und so ist es, dass der A350 XWB bisher bereits 854 Festaufträge von 45 Kunden erhalten hat. All of these improvements in the aircraft performance has been very attractive to customers. 854 of these aircraft are on order for 45 customers worldwide. Und bereits jetzt fliegen 159 von den A350-900 bei 17 Betreibern weltweit. In fact, so successful has it been that there's already 159 of these aircraft in service with 17 customers, 325 passengers, and powered by a pair of Trent XWB-84 engines, producing 374 kilonewtons. Das maximale Abfluggewicht liegt bei 280 Tonnen. Davon sind 141.000 Liter Sprit und damit erreicht der Airbus A350-900 eine Reichweite von 8.100 nautischen Meilen. Das sind ungefähr 15.000 Kilometer. Maximum takeoff weight of 280 tons, capable of carrying 141,000 litres of fuel, and that gives this aircraft a remarkable range due to its efficiency of 8,100 nautical miles, around about 15,000 kilometres. Die Länge und die Spannweite sind fast gleich. Mit einer Länge von 66,80 Meter hat der 350 XWB eine Spannweite von 64,75 Meter und eine Rumpfbreite von knapp 6 Meter. Well, a very large aircraft for such a quiet one, 66.8 metres long, 64.75 metres in span, and 5.96 metres to the tip of the fin. Schön, gell? Ja. Ja, und auch die Kawasaki P-1 mit einem beeindruckenden Start. Das waren jetzt ungefähr 130 Knoten, ein Steigwinkel von 25 Grad und auch relativ leise. Das sind eben moderne Flugzeuge. Very high-powered takeoff there, 134 knots at 25 degrees. 60.000 Fuß. Maximum speed on the P-1, 830 kilometers an hour, capable of maintaining an altitude of 44,500 feet, around about 13,500 meters. Der Wartflug von rechts in 500 Fuß Höhe, also 150 Meter mit 180 Knoten. Das sind gut 300 Stundenkilometer, 350 Stundenkilometer in einen rechten Vollkreis. Making
a right-hand circle from the centre from 500 feet, doing about 180 knots. Und wenn er jetzt aus dem Vollkreis wieder auf uns zufliegt, wieder zurückkommt, meine Damen und Herren, schauen Sie mal nach unten, die sogenannten Bomb Bay Doors, also die Türen des Waffenschachtes werden dann geöffnet sein, das kann man wunderbar sehen, und wenn er dann wieder abfliegt, werde es wieder diese Türen wieder schließen. Well, at the end of this turn, as he comes back towards us, you'll see that he's opened the bomb bay doors under the forward fuselage. A massive bomb bay on this aircraft, capable of carrying a very wide variety of weapons. Waffenablager. Ja, das sind dann überall. Wahrscheinlich auch ein Bomber. Ja, Bomber. 2015 saw the P-1 visit the Royal International Air Tattoo at Fairford in England. 2017 it was at the Paris Air Show. And this year, of course, it's the first time this aircraft has appeared in Germany at ILA 2018. Und dieser Vorbeiflug jetzt in Landekonfiguration mit 110 Knoten, das sind 200 Stundenkilometer. And landing configuration now doing just 110 knots. Very stable, very slow approach to land. Remarkably short takeoff and landing needed by this aircraft for such an aircraft of this size. Diese große blaue LKW im vorderen Bereich, im Ausstellungsbereich der Bundeswehr. Und war das nicht wirklich typisch japanisch? Die Verbeugung, der Dank, finde ich ganz toll. Vielen Dank nochmal. Wunderbar. In dem Verband der Red Bull Flieger vor, und wir haben unser nächstes vor für Muster in der Luft. Das ist die Starduster SA300 Trescal. Wir sollten uns vielleicht nicht so sehr auf das Flugzeug konzentrieren. Wir werden gleich sehen, dass es einen ganz normalen Kunstflug macht. Aber jetzt erstmal Tim. Ladies and gentlemen, talk about a contrast. Here's our next one. Very small biplane, Starduster SA300. And Jean-Marc Dulce prouds himself in the fact that his aerobatic display is very 1960s. It's very smooth, very old school. Konkret, dieses Flugzeug wurde 1989 gebaut und sowohl der Konstrukteur als auch der Erbauer des Kittes hat als Hauptinteresse gehabt, dass Freude am Fliegen vermittelt wird. Und dieser Kunstflug der alten Schule, aerodynamisch gesteuerte Figuren, soll das jetzt hier verdeutlichen. It takes about 2 years to build one of these from a kit. Using the original manufacturing process, the main fuselage made of aluminium tubes coated in canvas, and the wings are made of wood. Nowadays, of course, the covers and fairings, the engine cowling, that sort of thing, are made of moulded fiberglass. Der Kittaufbau dauert ungefähr 2 Jahre. Das Flugzeug hat einen Aluminiumrohrrumpf, Tragflächen, tragende Teile bestehen aus Holz, alles wird mit Stoff bespannt. Und dann hat man dieses flugfähige Exemplar mit Triebwerken zwischen 180 und 375 PS. Die meisten allerdings haben zwischen 180 und 200 PS.
very docile in its handling, very easy to fly. The Starduster can handle engines of up to 375 horsepower. But of the 1,000 aircraft in existence, most of them fly with either 180 or 200 horsepower. Many Stardusters have done over 2,500 flying hours, and one of them's even reached 5,000 hours. Über 1000 Starduster wurden aus den Kits inzwischen weltweit zusammengebaut. Aerobatics, very light of weight, only 630 kilograms. And a Lycoming 360 producing 200 horsepower in the nose gives it a maximum speed of 280 kilometers an hour. Für den Grundflug ist das Flugzeug Starduster SA300 für Lastviehfahrer mit plus-minus 6-facher Erdbeschleunigung zugelassen. Dieses Muster hier hat ein 200 PS Lycoming Triebwerk, einen Boxer und erreicht bis 280 Kilometer pro Stunde. Mit einem Knickflügel und 2 Triebwerke mit Schubpropellern. Very unusual aircraft now, taking off on the runway, the Piaggio P-166. Anordnung der Propeller ist so ungewöhnlich nicht. Es gibt auch heute noch, besonders im Bereich der Ultraleichtflugzeuge, die gewichtskraftgesteuerten Ultraleichtflugzeuge, die Trikes, haben alle Push-Propeller. Aber bei Flugzeugen dieser Größe ist es doch wirklich bemerkenswert. Pusher propeller is useful because they basically don't break up the airflow over the wing. In 1980 to a commuting company in Italy called Transavio. Die maximale Startmasse betrug 3950 Kilo, Geschwindigkeit 220 Knoten rund. Besonders bemerkenswert, ohne Ausfahren von Landeklappen und Fahrwerk, die Story Speed 73 Knoten. Reichweite bis 950 Kilometer und wir sehen hier jetzt die Vorführung mit Langsamflug. Fahrwerk und Landeklappen sind ausgefahren und entsprechend gering ist die Vorbeifluggeschwindigkeit. Maximum takeoff weight of 3,950 kilograms and a maximum speed of 219 knots. Stall speed of only 73 knots. Between 2002 and 2011, 17,000 hours of work were put into restoring the aircraft to the pristine condition you now see it in. Diese Finikoterie-Gesellschaft zur Restaurierung historischer Flugzeuge wird vor allem von jeweiligen Luftwaffenpiloten Italiens gebildet und sie haben den Erstflug im zweiten Leben am 2. November 2011 feiern können. Sie treten seitdem auf den verschiedensten Airshows in Europa auf und vor allen Dingen auch one of the most beautiful aircraft here because it looks like a giant mirror, the Lockheed P-38L Lightning. Besonderen Geschichte, da erzählen wir gleich noch ein bisschen was dazu, und sogar einem Jet, dem Alpha-Jet. Also nehmen Sie Ihre Kameras raus, auch die Smoke Generator von Red Bull, wir haben das gestern Abend schon gesehen, hinterlassen fantastische Smoke Trails. Das wird ganz interessant die nächste halbe Stunde. Well, that's what I call a mixed formation. A fighter from the 40s, a transport aircraft from the 50s and a trainer from the 70s. Followed by another trainer aircraft, this one from the 1950s. All with smoke generators fitted, as you can see, except for the BZ6. Yesterday when they were practicing, these left amazing smoke rings in the sky. Ja, und jetzt zieht er nach oben mit der T-28 Trojan.
Miguel Hofleitner. Diese Trojan ist Baujahr 1954. This particular North American T-28 Trojan, built in 1954, being flown for us today, as I said earlier, by Miguel Hofleitner. Diese Maschine stand bis 1965 in Washington DC bei der US Navy als Trainer im Einsatz. Anschließend wurde sie an einen privaten Halter nach Texas verkauft und von diesem restauriert. Mitte der 80er wurde die Maschine von Ziggy Angerer, dem späteren Chefpiloten der Flying Bulls, auf seiner Suche nach einem leistbaren Oldtimer in Oklahoma City aufgespürt und nach zähen Verhandlungen erstanden. Zur Vorbereitung des Seetransports nach Europa musste Angerer die T-28B zunächst nach Chino in Kalifornien fliegen, wo sie zerlegt wurde, in einen 40-Fuß-Container verladen und dann mit dem LKW in den Hafen von Galveston, Texas und von dort weiter mit dem Schiff nach Hamburg. Was für eine Reise! Main formation coming back past. You can see some of these smoke rings being left in the sky we talked about. This particular T-28 has a fascinating history of journey from 54 Oklahoma City to Chino in California before being loaded into a 40-foot container and shipped from Galveston, Texas, all the way to Hamburg. Ja, nach der Ankunft in Europa führte der Weg dann weiter nach Basel zur Firma Generation, wo man die T-28B wieder zusammenbaute. Und noch mit amerikanischen Kennzeichen versehen, landet sie dann 1987 in Innsbruck, ihrer neuen Homebase. Im Frühjahr 88 wurde sie in das österreichische It went up to Innsbruck, its new home base, and from 1988 it's been based in Austria until it moved in 2001 to Salzburg. The Flying Bulls. There are two glass-fronted hangars facing each other with a pan in between them, and they have to be the cleanest hangars in the world, and it's a wonderful visit. Vor uns die DC-6B, auch aus den 50er Jahren, Baujahr 1958. Ein Flugzeug mit großer Vergangenheit. Aircraft has a fascinating history. It started off flying with the Yugoslavian state airline, but was quickly acquired by Marshal Tito as his private transport. If you like the Yugoslavian Air Force One, it is an extremely luxurious aircraft inside. Ja, und genau so ist sie auch jetzt wieder zu bewundern, mit der Einrichtung wie damals zu Titos Zeiten. 1975 folgte der Verkauf der DC-6 nach Afrika an Sambias Staatschef Kenneth Kaunda. Und auch für ihn diente sie wieder als Präsidentenmaschine für Windflüge. Später, als das Düsenzeitalter auch in Afrika einzog, wurde die DC-6 nach Lusaka in Sambia überstellt, beziehungsweise einfach dort auf dem Vorfeld des Flughafens abgestellt. After having been Tito's personal aircraft, it then moved to Zambia in Africa, where it became the personal aircraft of President Kenneth Kaunda. Unruhen ausgebrochen, daraus resultierte ein Einbruch im Rundfluggeschäft logischerweise und es wurde die DC-6 zum Kauf angeboten. Die Flying Bulls haben schnell reagiert, die Maschine im Jahr 2000 gekauft und in einem abenteuerlichen Überführungsflug nach Salzburg überstellt. Dort wurde sie in einem eigenen Hangar über 3 Jahre lang restauriert. Da war die oberste Prämisse, den historischen Gesamteindruck muss gewahrt bleiben. Im Innenleben steckt zwar heute modernste Bordelektronik, aber wenn Sie da reinschauen, es sieht aus wie in den 50er, 60er Jahren bei Tito. Diese DC-6 ist heute besser, als sie 58 vom Band gelaufen ist, das bestätigen alle Experten. Quite something. Und Herr Daniel Schöppel sucht Herrn Basti Schneider. Hier geht es auch um Medikamente, das soll der Herz anbringen. Herr Daniel Schöppel sucht Herrn Basti Schneider. Redbook hier bitte ab Müller-Sauer.
twin-row radials Pratt & Whitney R2800s, 18-cylinder engines, producing 2,400 horsepower each. Und das ist toll, wie Red Bull das orchestrated hat, wie sie das Programm zusammengestellt haben nach der Trojan und der DC-6, jetzt also die P-38 Lightning. Having seen the T-28 and the DC-6, we're now on to one of my favourite aircraft of all time, P-38 Lightning. Very unusual, being a single-seat twin-engine fighter from the Second World War. Ja, und die P-38 sollte wirklich die amerikanische Antwort auf die Me-109 der deutschen Wehrmacht damals sein. Effizienz lautete das Schlagwort bei der Entwicklung und dies führte zu einer radikalen Konstruktion zu dieser Zeit. Es gab 2 Motoren, dafür nur ein Platz im Cockpit und die Maschine bewährte sich auf Anhieb. Now Lockheed took a real risk with this. This is a most unusual design. If you consider that most of the other fighters at the time, like the Me-109, was single-seat, single-engine, Lockheed decided what they wanted was a twin-engine fighter. Now they weren't allowed to build fighters, so they weren't allowed to call it a fighter, so they called it an interceptor. And that's how they got around the rules. Und nach dem Krieg dann in den 40er und 50er Jahren, auch in den 60er Jahren noch, ist die P-38 auf vielen Veranstaltungen, später auch auf Air Races mit dem legendären Marvin Lefty Gardner geflogen und hat dort für Furore gesorgt, auch zum Beispiel auf den Reno National Championships und anderen berühmten Veranstaltungen. Having had a varied military career in the 40s and 50s, this aircraft ended up as an air racer in the hands of the legendary Marvin Lefty Gardner. Took part throughout the 1960s in the unlimited category of the Reno National Air Championship races. Ja, 2001 war dann fast das Ende. Gardners Sohn Ladd sitzt am Steuer und plötzlich beginnt einer der Motoren zu brennen. Er schafft es gerade noch, in einem Baumwollfeld notzulanden, aber der Schaden am Flugzeug war enorm. In 2001, and Lefty Gardner's son Ladd was flying. Very fortunately, he managed to land it in a cotton field, doing very little damage to the aircraft. Und nachdem die Maschine von den Flying Bulls in einem Hangar in San Antonio, Texas, aufgespürt wurde, wurde sie in deren Auftrag in Breckenridge, Texas, komplett restauriert und dann nach Europa überstellt. The aircraft was discovered by the Flying Bulls in a hangar in San Antonio before being moved to Breckenridge in Texas for a complete restoration to the magnificent condition you see here today. Ein Flug über den Atlantik wäre mit diesem wertvollen Flugzeug, von dem es weltweit ja nur mehr 5 oder 6 Stück in flugfähigem Zustand gibt, deutlich zu riskant gewesen. So hat man sich entschieden, die P-38 in einer spektakulären Aktion nach Hamburg zu verschiffen. Von dort hat sie dann der damalige Chefpilot und Begründer der Flying Bulls, Siggi Angerer, nach Salzburg geflogen. The aircraft was prepared for transport to Europe, crossed the Atlantic and arrived in Hamburg. And the chief pilot of the Flying Bulls, Siggi Angerer, flew the aircraft from Hamburg down to Salzburg, where it's currently based. Diese spezielle P-38 Lightning, also Baujahr 1944, mit einer Spannweite von 15,80 Meter, einer Länge von 11,50 Meter, Höhe 3,90 Meter, hat sie ein maximales Abfluggewicht von knapp 8 Tonnen, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 750 km/h. This particular aircraft, built in 1944, 15.8 meters span. Zu uns gekommen, die
IL-2 Sturmweg. Well, ladies and gentlemen, I was incredibly excited when I saw this aircraft was on the flying list here at this show. A very rare aeroplane indeed from the Second World War. From the Soviet Union, as it was then, of course. The Ilyushin IL-2 Grand Attack, for reasons we'll explain later. It was also known to German troops as the Black Death. A very effective Grand Attack aircraft. Es wurde von vornherein als Erdkampfflugzeug konzipiert und deswegen stark gepanzert. Aber die Panzerung ist nicht nachträglich auf die Zelle aufgebracht, sondern sie ist tragender Bestandteil der Zelle und schützt die wichtigsten Bauteile des Flugzeuges, sprich das Triebwerk und die Kabine des Piloten. Known as a flying tank because it was very heavily armoured, between 7 and 12mm thick armour all around the cockpit, all around the engine and the vital systems of the aircraft. Die Panzerung ist 7 bis 12 mm stark und hat eine Masse von bis zu 15% der Gesamtmasse des Flugzeuges. So much armour plate, in fact, they made up 15% of the total weight of the aircraft. Insgesamt ist das Flugzeug ein Tiefdecker in Gemischtbauweise, hat im Original einen Mikulin 12-Zylinder V-Motor mit bis zu 1720 PS. Hier in dem vorgestellten restaurierten Modell ist es allerdings ein Allison aus den Staaten. Powered by a Michelin 12-cylinder engine producing 1,720 horsepower, gives it a maximum speed of 405 kilometers an hour, and all at weight of 6 tons, quite heavy for a small aeroplane, again because of all the armour plate. Das Flugzeug wurde zu Anfang als einsitziges Flugzeug, später als zweisitziges Flugzeug gebaut. Der Bordschütze sitzt hinter dem Piloten rückwärts zur Flugrichtung und kann einen 12,7 mm MG zur Selbstverteidigung, aber auch 37 mm Kanonen wurden verwendet. Zusätzlich 2 MGs in den Tragflächen und mehrere Unterflügelstationen für ungelenkte Raketen und Bomben. Very powerful aircraft, armed with 20 and 23mm cannons in the wings, all the way up to a 37mm cannon in later versions, and a pair of 7.62 machine guns in the upper fuselage. 36.000 Exemplare circa wurden davon gebaut, über 23.600 gingen in den Kämpfen verloren und heute fliegen weltweit 2 Exemplare, die geborgen wurden nach langen Jahren in Sümpfen oder im See. 2011 das erste wieder geflogen in Novosibirsk, heute in den Staaten. Und das Muster, das wir hier sehen, flog im vorigen Jahr im April das erste Mal, wurde im Juli auf der MAX gezeigt und ist dieses Jahr hier auf der ILA 2018. What's really sad about this aircraft is 36,000 of them were built. Probably one of the most produced combat aircraft of all time. Of those, 23,600 were lost. Goes to show the attrition rates in the ground attack units of the Russian Air Force during the Second World War. 2 are flying today. 1 was rebuilt in 2011 at Novosibirsk and now flies in the United States. The aircraft you see here was rebuilt in 2017, so it's very much a brand new restoration, making its debut here at ILA Berlin. Und dieses Flugzeug, das geflogen wird von Wladimir Borsuk, ist konkret das Flugzeug vom Valentin Skopintsev vom 26. Schlachtfliegergeschwader der Nordflotte. Es wurde im November 1943 abgeschossen, machte eine Notlandung, wurde 70 Jahre später geborgen und wiederhergestellt, um als flugfähiges Muster